Hey and hello to everyone! Unser Aufenthalt in Marseille endete nach einigen Tagen und setzte sich nun anschließend fort mit einem kleinen Roadtrip an der Côte d'Azur. Gestartet sind wir am Flughafen von Marseille. Da wir bisher immer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen waren und wir doch eine weitere Strecke zurücklegen mussten, haben wir uns ein Auto gemietet. Die Ansprüche waren nicht sehr groß. Wir hatten nur 2 Koffer und die Straßen hier sind ja sehr gut. Daher wurde es ein Fiat 500, der noch dazu mit nur 7 gefahrenen Kilometern brandneu war. Gebucht hatten wir dieses 2 Tage im Voraus zu einem absolut erschwinglichen Preis. Also stand unserem Vorhaben auch nichts mehr im Wege. So, wir haben uns jetzt ein Auto gemietet am Flughafen von Marseille, sind jetzt auf dem Weg nach Nizza und wollen auf den Weg ein paar Zwischenstopps machen. Aber mal schauen, wir sind relativ spät dran mit der Zeit, aber das ist für uns eigentlich nichts Neues. Mal sehen, was sich so ausgeht. Wie gesagt, wir hatten ein paar Punkte auf unserer Liste und leider auch nicht sehr viel Zeit. Schließlich wollten wir am Ende des Tages ja auch in Nizza ankommen. Einer der ersten Punkte war definitiv der Nationalpark Calanque, der unterhalb von Marseille liegt. Von der Stadt ca. 40 Minuten mit dem Auto entfernt und vom Flughafen ca. 50 Minuten. Dorthin führte uns eine wunderschöne Küstenstraße direkt von Marseille weg. Und es war beeindruckend, wie plötzlich doch die Natur beginnt, sobald man die Stadtgrenze übertritt. Bevor wir überhaupt ankamen, mussten wir hier doch direkt einen Stopp anlegen und auch ein bisschen die Sonne genießen. Calanque des Sommenat, noch ein Teil der Stadt Marseille und nicht mehr weit vom Nationalpark. Die Bucht glänzte mit ihrem türkisblauen Wasser und rundherum war man umgeben von Gebirge. Am Fuße der Bucht dürfte auch ein Fischlokal sein. Dieses konnten wir aufgrund der aktuellen Umstände nicht besuchen. Aber hey, man muss dankbar sein für das, was man hat. Wir sind im Februar bei 15 Grad direkt am Meer, in Abseits des Trubels. Da kann man schon mal darüber hinwegsehen. Neun Minuten später waren wir auch schon an unserem ersten Ziel, an einem der viel begehrten Spots des Nationalparks, Cap Crozet, ganz einfach mit dem Auto zu erreichen. In diesen Zeiten genügend Parkplätze, aber dann geht es auch schon zu Fuß weiter. Das ist generell ein Punkt, den ich jedem ans Herz legen kann. Dieser Nationalpark ist riesig und benötigt Zeit. Zeit, die man am besten zu Fuß umsetzt. Hier findet man einen kleinen Sandstrand, viel Fels und eine großartige Aussicht auf die Insel Mer. Nur 70 Meter weg von der Küste. Da dies eine Nationalparkinsel ist daher auch der Zugang dazu verboten. Aber ich denke, die Aussicht darauf reicht auch absolut. Wem gerade kein Auto zur Verfügung steht, der kann auch den Bus von der Metrostation Rond-Point du Prado in Marseille nehmen. Die Fahrt dauert dann ca. 50 Minuten. Nimm schon mal genügend Wasser mit, hier gibt es dann nicht mehr so viele Möglichkeiten. Bleiben wir beim Nationalpark. Stopp Nummer 2, Calanque des Sommenat. Hier waren wir erstmals froh, den Fiat zu haben, der doch rank und schlank ist. Denn nach einem kleinen, kurvig engen Weg aufwärts bahnte sich schon das Gefühl an, dass hier einige starke Serpentinen auf dem Weg nach unten auf uns warten würden. Oben angekommen, kann man einfach nicht anders als kurz stehen zu bleiben und die Aussicht zu genießen. Selten hat man so sehr das Gefühl, man steht mitten in der Natur. Die Serpentinen hier sind nicht so angenehm zum Fahren. Ich bin etwas nervös, ehrlich gesagt, weil die Wege ziemlich eng und sehr kurvig sind. Bin zwar von zu Hause gewohnt, aber das hier ist doch mal eine Nummer größer. Aber wir sind schon fast da und ich denke, die schlimmste Hürde ist bereits hinter uns. Aber nachdem man den Weg überstanden hat, begreift man sehr schnell, dass es dies absolut wert war. Hier erwartet einen ein sehr schöner kleiner Sandstrand inmitten dieser Berge. Kleiner Tipp, kommt man hierher, braucht man logischerweise auch einen Parkplatz. Dieser kostet 5 €, was auch sehr denkbar ist. Steckt euch genügend Bargeld ein. Ich weiß, für den einen oder anderen vielleicht absolut selbstverständlich, aber für jemanden wie mich, der relativ bargeldlos lebt, vergisst man oft darauf.
und man will nach dem langen Weg runter sicher nicht einfach umdrehen, ohne überhaupt am Ziel gewesen zu sein. Mein nächster Tipp: Im Sommer bei großer Hitze ist der Pass oft nicht gewährleistet, aufgrund der Gefahr von Feuer. Daher lieber in der Off-Season, so wie wir. Wir waren so ziemlich allein am Strand. Wir waren jetzt noch im Supermarkt oder auch kurz gesagt im Geschäft und haben uns ein paar Wraps besorgt. Schließlich sind ja die Restaurants alle geschlossen, dementsprechend der einfache Weg: Wraps. Jetzt geht's endlich auf nach Nizza, wir sind endlich fertig mit unseren Zwischenstopps. Hat alles einwandfrei funktioniert. Mal sehen, wie lange es dauert. 2 Stunden to go. Am Abend sind wir dann auch endlich in Nizza angekommen und gönnten uns typisch französisch eine Pizza vom Lieferdienst. Der nächste Morgen: Aufwachen in Nizza, Sachen packen, ab zum Auto und die Zeit ohne Menschen auf der Straße nutzen. Place Massena, benannt nach dem französischen Heerführer, der Hauptplatz in Nizza. Dieser bietet elegante Gebäude mit Arkaden im berühmten Rot von Pompeji, kleine Parks gesäumt von Palmen und Steinkiefern, Springbrunnen, ein Riesenrad und ist im Großen und Ganzen schon beeindruckend. Dies dürfte auch mitunter der Grund dafür sein, dass er immer wieder Austragungsort für große Veranstaltungen ist. Und ja, auch hierfür gibt es ein Denkmal. Laut Nizza sei die Skulptur die Art, den traditionellen Karneval zu erinnern, der dieses Jahr aufgrund der Pandemie abgesagt wurde. 5 Karnevalmitarbeiter verbrachten rund 10 Tage und 350 Stunden mit dem Bau der Skulptur. Diese soll bis zum 27. Februar hier auch stehen bleiben. Zu Ehren der Karnevalstradition wird die Skulptur am 27. Februar verbrannt. Die Krone dessen wird jedoch verschont und nächstes Jahr auf den Kopf des Königs des Karnevals gesetzt. Ziemlich interessante Lösung. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Was kann ich sonst noch über Nizza sagen? Sie ist mit rund 341.000 Einwohnern eine Großstadt und auch eine Hafenstadt in der Provence. Die 5. größte Stadt Frankreichs. Und meines Erachtens auch die schönste Stadt, die die Provence zu bieten hat. Sie liegt zwischen Cannes, ja, da kommen wir auch noch hin, und Monaco. Und ca. 23 Kilometer Luftlinie zur Grenze von Italien. Mit dem Umland zählt man sogar rund 930.000 Einwohner. Durch seine geschützte Lage ist Nizza auch im Winter einer der wärmsten Orte an der Côte d'Azur. Die Winter sind mild, es gibt in Nizza kaum Frost. Deshalb war diese Stadt im 19. Jahrhundert ein beliebtes Winterquartier für Briten und Russen. Noch heute zeugen die großen Hotels und Gärten sowie die orthodoxe Kirche von diesem Umstand. Bekannt für seinen Weinanbau in der Umgebung, dem jährlichen Karnevalsevent und dem Blumenkorso mit festlich geschmückten Motivwagen und unzähligen Blütenarrangements. Von Nizza hat man auch die besten Fährverbindungen zur Insel Korsika. Und was kann ich persönlich dazu sagen? Es ist immer schwer, zu 100% über eine Stadt zu urteilen, wenn Restaurants und Lokale geschlossen sind. Dies ist doch auch ein wesentlicher Punkt, der zum Allgemeinbild einer Stadt beiträgt. Ebenso misst man dadurch auch den Kontakt mit Einwohnern. Ich kann aber definitiv das Erscheinungsbild der Stadt beurteilen. Es ist hart, hier eine Straße zu finden, die nicht gepflegt ist. Nahezu jedes Haus erstrahlt in den schönsten Farben und sieht so aus, als wäre es gestern erst renoviert worden. Die Straßen sind sauber und ebenso schön und gut markiert. Die Palmen an jeder Ecke geben einem wirklich das Gefühl, an der Côte d'Azur zu sein. Und wenn man erstmal am Strand ist man sowieso vom Anblick der Stadt an der Küste geflasht. Ich bin mir ziemlich sicher, hier im Sommer nochmal zurückzukommen. Aber definitiv nicht in der High Season, für so viele Menschen bin ich nicht gemacht. Ja, auch das Reisen, sei es in Paris, Marseille oder Nizza, stellt einem ebenso manchmal einige Hürden in den Weg.
Lang gewartet aber doch die Taubenskala. Ich vergebe eine 5,5 von 10. Hier findet man eine angenehme Tauben-Life-Balance vor. Fertig mit Nizza, auf zur nächsten Destination, Villefranche-sur-Mer. Die meines Erachtens bessere Version von Positano. Jeder, der schon mal in Positano war, weiß, von was ich spreche. Der Ort ist einfach zu erreichen, mit dem Auto gerade mal 20 Minuten von Nizza entfernt. Was macht Villefranche-sur-Mer so besonders? Es ist eine farbenfrohe, malerische Stadt direkt am Wasser, hinangebaut entlang des Berges. Die Häuser findet man in den schönsten Pastellfarben vor und hier kann man einen etwas ruhigeren Strand erleben, ohne Übermassen an Touristen. Und noch ein Stück weiter Paloma Beach. Einfach der Küstenstraße 12 Minuten folgen, ein paar verwinkelte kleine Straßen folgen, auf denen meist nur ein Auto in eine Richtung Platz hat und schon ist man auch schon da. Ich denke, bei Anbetracht der Farbe des Wassers muss ich hier nicht viel hinzufügen. Einer unserer letzten Stops auf dem Weg zurück nach Marseille. Cannes. Natürlich mussten wir auch hier vorbeischauen. Schlussendlich waren wir schon so fasziniert von Nizza. Vielleicht hatten wir daher etwas zu hohe Erwartungen. So sieht also der Austragungsort der jährlichen Filmfestivals aus. Unsere Faszination hielt sich eher in Grenzen. Daher erkundeten wir die Stadt nur zu Fuß. Machten einen kurzen Halt am Hafen, spazierten entlang der Riviera, erkundeten die Innenstadt und machten einen kurzen Antigen-Test. Dinge, die man ebenso machen kann. Und nun zum letzten Ort, den wir euch noch zeigen möchten, Grimaud. Leider war es hier schon am Ende des Tages und mittlerweile auch schon ziemlich bewölkt. Der Port Grimaud ist eine Tourismussiedlung, seit den 1960er Jahren bestehend mit dem Charakter einer Planstadt. Das privat finanzierte Vorhaben wurde ab 1964 auf trockengelegten Lagunen und Sumpfland der Gemeinde Grimaud realisiert. Vorbild der Anlage ist Venedig, mit seinen Kanälen und Brücken. Die einzelnen Häuser sind mit Bootsanlegeplätzen für die Privatjachten der Besitzer ausgestattet. Das Areal wurde 1974 erweitert, blieb aber nach wie vor eine Privatsiedlung, inklusive der Straßen und öffentlichen Räumen. Der Ansturm von Touristen hat in den letzten Jahren zur Schließung einiger Verkehrswege für Besucher geführt. Und dann war da noch der Weg zurück. Unser Aufenthalt in Frankreich neigte sich dem Ende zu. Dementsprechend galt es, das Auto zurückzugeben, zurück nach Marseille zu gehen und anschließend am nächsten Morgen mit dem Zug zurück von Marseille nach Salp. So, wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach Österreich, steigen gerade um in Karlsruhe, machen hier auch eine kurze Pause und somit endet auch unser Trip hier. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Das würde uns wirklich weiterhelfen. Und ansonsten, stay safe!